Hallo, liebe angehenden Fedinauten. In diesem Video möchte ich ein wenig mit euch über das Fediverse sprechen. Aber was ist denn das Fediverse eigentlich? Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal von Mastodon gehört, aber Mastodon ist ja nur ein Teil dieses Fediverse. Denn das Fediverse ist eigentlich viel mehr. Das ist ein Verbund verschiedener Softwarelösungen, die über ein bestimmtes Protokoll, heute heißt das ActivityPub, miteinander kommunizieren können. Und dabei kann es sich um ganz verschiedene Softwarelösungen handeln. Die meisten davon sind soziale Netzwerke, das ist aber nicht zwingend notwendig, denn es gibt auch ganz andere Softwareprodukte, die im Fediverse angesiedelt sind. Das Tolle daran ist, das meiste davon ist Open Source. Und wenn es nicht Open Source ist und trotzdem im Fediverse, lasst da bitte die Finger davon. Also nutzt wirklich nur Open Source Lösungen im Fediverse. Auf dieser Webseite hier, fediverse.party, findest du mal einen kleinen Überblick, der ist unvollständig. Da gibt es noch ganz viel mehr Lösungen als die hier, um dir mal eine Übersicht zu geben, was es denn für Möglichkeiten dort gibt. Hier ist zum Beispiel PeerTube. PeerTube ist eine dezentrale Video-Hosting-Lösung. Dezentral ist ja auch wieder so ein Begriff. Was heißt denn das wieder? Fediverse, dezentral, das sind alles diese Begriffe, da wird immer mit um sich geschmissen. Keiner weiß wirklich, was das denn eigentlich ist. Dezentral heißt eigentlich nur, es kann ganz viele verschiedene Server davon geben. Es gibt nicht nur einen Server oder einen Anbieter, einen Betreiber, wie das zum Beispiel bei Facebook der Fall ist, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Betreiber, die ihre eigenen Server, zum Teil themenspezifisch, betreiben und die dann miteinander sprechen können oder auch nicht. Das ist eine Einstellungssache auf dem Server. Und PeerTube ist zum Beispiel eine dieser Lösungen. Ich habe auch so eine PeerTube-Instanz, die findest du hier, das nennt man dann Instanz, videos.spacefun.ch. Da habe ich zum Beispiel auch schon viele meiner Videos hochgeladen. 54 Videos sind da schon drauf. Noch nicht ganz vollständig, da kommt immer noch mehr. Du kannst da auch einen Account bekommen, wenn du dir hier bei mir auf der Webseite, hier auf spacefun.ch, hier ein Ticket löst. Über dieses Ticket kannst du dann auch so ein Konto bei mir auf der Instanz erhalten. Das erstelle ich dir dann natürlich ganz gerne. Spende einfach einen kleinen Betrag, denn dadurch finanziert sich das Ganze auch. Andernfalls kann ich das auch nicht langfristig betreiben. Also das kostet natürlich auch immer Geld. Das müsst ihr wissen. Jede hier dieser Lösungen, die es hier gibt im Fediverse, die muss irgendeiner bezahlen. Wenn du die selber nicht betreibst, dann betreibt jemand wie ich und das kostet mich natürlich Geld und dafür würde ich mich wirklich über eine kleine Unterstützung freuen. Jetzt gibt es aber auch noch andere Lösungen, wie jetzt zum Beispiel Pixelfed. Bei Pixelfed kannst du Bilder tauschen, Fotos, das ist so eine Foto-Community, auch ganz toll. Ich nutze das selber auch sehr gerne. Friendica ist auch ein soziales Netzwerk, eher so ähnlich wie Lösungen wie Facebook. Also das heißt zum Beispiel, es ist eher auf längere Beiträge ausgelegt und da klicken wir zum Beispiel hier mal drauf. Wenn ich jetzt hier auf fediverse.party eine dieser Lösungen anklicke, dann sehe ich hier weitere Infos. Zum Beispiel hier die offizielle Homepage. Ich sehe aber auch direkt hier schon eine Installationsanleitung. Also da wird mir sofort erklärt, wie ich das Ganze hier im Self-Hosting zum Beispiel betreiben kann. Hier sehe ich auch den Quellcode, Repository kann ich anklicken und dann wäre ich sofort auf der Webseite. Und hier siehst du zum Beispiel auch, welche Protokolle das Ganze spricht. O-Status ist der Vorläufer, das habe ich noch mitentwickelt von ActivityPub. Heute sprechen wir in der Regel ActivityPub. Das ist wirklich der Standard, auf den sich all diese Lösungen geeinigt haben. Das ist wie eine gemeinsame Sprache. Heute sprechen viele Menschen zum Beispiel Englisch. Wir einigen uns darauf, Englisch miteinander zu sprechen und dann können wir über diese Sprache kommunizieren und Daten austauschen, Videos, Bilder, Texte und so weiter. Hier siehst du auch die Bevölkerungsdichte. Bei Friendica gibt es 20.000 Accounts ungefähr. Davon sind 5.000 aktuell aktiv. Es gibt aber 274 Instanzen, also ganz viele Instanzen, die von unterschiedlichen Personen betrieben werden. Und all die Instanzen können dann miteinander sprechen und auch Friendica kann dann auch wiederum mit Mastodon sprechen. Also das ist wirklich total egal. Das ist das Schöne daran. Und so können wir wirklich so ein Geflecht aufbauen, das dann miteinander kommunizieren kann. Du hast, wie gesagt, wahrscheinlich schon mal vom Mastodon gehört und Mastodon ist auch weiterhin ein ganz guter Einstieg ins Fediverse. Wenn du bisher noch keinen Kontakt zum Fediverse hast, rate ich dir wirklich dazu. Geh da einfach die Webseite joinmastodon.org und dann kannst du hier unbedingt auf anderen Server auswählen klicken, nicht auf das hier, weil das ist diese große Hauptinstanz. Und das spricht so total gegen dieses
dezentrale Konzept. Denn dezentral heißt viele kleine Server, die da miteinander sprechen können. Und das sind zum Beispiel interessensbezogene Server. Das schauen wir jetzt hier gleich mal genau an. Also wähle ich hier anderen Server auswählen. Dann scrollst du hier ein wenig herunter und hier hast du zum Beispiel schon mal die Möglichkeit, eine Sprache auszuwählen. Wenn du zum Beispiel eine Instanz suchst, auf der primär Deutsch gesprochen wird, kannst du hier schon mal Deutsch auswählen. Dann gibt es hier die Möglichkeit zu wählen, ob die offen ist für Registrierung oder der Account erst bestätigt werden muss. Und hier kannst du sogar noch eine Rechtsform auswählen. Soll das Ganze von einer Privatperson betrieben werden oder von einer Organisation? Ich wähle jetzt zum Beispiel mal eine Instanz aus. Hier hättest du auch noch die Möglichkeit, themenspezifische Instanzen zu wählen. Und diese themenspezifischen Instanzen, das ist natürlich auch noch mal eine ganz feine Sache. Da gibt es dann zum Beispiel regionale Instanzen für NRW, das Ruhrgebiet, Hessen, Köln und so weiter. Aber auch zum Beispiel Instanzen, auf der hauptsächlich Menschen unterwegs sind, die sich für Technik interessieren oder spezifische Technikbereiche. Ich bin zum Beispiel hier auf dieser Instanz unterwegs. Es gibt aber auch viele weitere. Dann gibt es noch verschiedene Bereiche, zum Beispiel hier Gaming, LGBTQ+, die sind dann besonders moderiert, diese Instanzen. Dann gibt es noch Aktivismus, da ist jetzt die Feuerwehr gelandet. Aber es gibt zum Beispiel auch akademische Instanzen oder Instanzen, bei der sich Menschen treffen, die sich für eine bestimmte Musikrichtung hier interessieren, wie jetzt zum Beispiel Metalhead.club von Thomas. Das ist eine Instanz, auf der sich viele Metal-Fans bewegen. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig oder gut, wenn du so eine Instanz findest, für die du dich interessieren könntest. Denn dann findest du dort in der lokalen Timeline schon mal ganz viele Benutzer, die ähnliche Interessen hegen wie du selbst und kannst dir so deinen Freundeskreis zusammenstellen. Verabschiede dich erstmal davon, dass du alle Freunde hier im Fediverse schon kennen musst. Das ist nicht wie Facebook, wo man sich vorher getroffen hat und dann folgt man sich. Das kann man natürlich auch machen, ist aber nicht die Regel. Du baust dir deinen Freundeskreis im Fediverse zusammen nach Interessen. Also du suchst dir Menschen, die du interessant findest, oder du suchst dir nach Themen deine Leute aus und baust dir so deine Timeline zusammen mit den Menschen, die Sachen posten, die dich interessieren. Du kannst zum Beispiel aber auch Hashtags folgen, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wenn dir das hier zu wenig ist, dann kannst du natürlich auch wieder auf alle Sprachen gehen und dann siehst du hier auch in Bereichen, wo hier vorher keine oder sehr wenig Instanzen angezeigt werden, noch weitere Instanzen, die sind dann hauptsächlich englischsprachig. Da ist halt noch wichtig, dass du dann halt vorher schaust, ob die wünschen, dass deine Beiträge dann auch in der Regel in Englisch sind. Da gibt es Instanzen, die möchten das, weil sonst können die das nicht moderieren. Wenn da jeder mit seiner Sprache postet, dann können die das überhaupt nicht mehr moderieren, weil die die Sprache einfach nicht können, ist ja klar. Also ich wäre jetzt trotzdem nochmal Deutsch, dann kann ich nochmal sagen allgemein. Ich sage mal hier Trödcafé und sage mal Konto erstellen. Jetzt bin ich hier tatsächlich schon auf Trödcafé gelandet. Du siehst das hier oben in der URL, da steht tröd.café und bin jetzt hier schon am Anmeldeprozess auf dieser Instanz aus Sign-up. Als allererstes werden mir jetzt hier mal einige Regeln vorgesetzt. Da sind wichtige Sachen, man sollte irgendwie keinen belästigen, Rassismus, Sexismus, Beschimpfung, wollen sie nicht, Diskriminierung sexueller Minderheiten und so weiter, keine Nazis, keine Gewalt, sexuelle Inhalte immer markieren. Bots, die mit Nutzern interagieren, sind hier gar nicht gewünscht. Werbung auch nicht so toll. Not safe for work, also erotische Inhalte sind hier auch nicht so oder müssten dann woanders gepostet. Sie sagen hier wirklich, du sollst dann irgendwo woanders hin. Das würde ich dir auch empfehlen. Folge dem wirklich, wenn dir solche Inhalte wichtig sind, dann bist du hier auf dieser Instanz auf jeden Fall falsch. Dann sind die halt in Deutschland angesiedelt und deswegen sagen sie halt allgemeine Verstöße gegen das deutsche Recht und so weiter und so fort. Also lest ihr das, gezieltes Misgendering, Deadnaming und so weiter, das ist hier auch nicht erwünscht. Also die sind halt auch sehr offen, aber natürlich Not Safe for Work Content wollen sie jetzt hier nicht haben und Not Safe for Work Content ist einigen Menschen halt wirklich wichtig. Das ist wirklich auch toll, dass wir das so teilen können. Ich sage hier trotzdem mal akzeptieren und kann jetzt hier meinen Profilnamen auswählen. Ich sage mal Astronaut. Schauen wir mal, ob der frei ist. Sieht bisher noch ganz gut aus. Dann gebe ich meine E-Mail-Adresse an, astronaut@spacefun.ch, das ist meine E-Mail-Adresse, und muss jetzt hier ein Passwort auswählen. Das gebe ich jetzt hier nochmal an und ich stimme jetzt der Datenschutzerklärung zu.
Jetzt habe ich mich erfolgreich registriert. Jetzt muss ich kurz in einem E-Mail-Postfach reingehen. In der Zwischenzeit konnte ich mich jetzt hier anmelden. Die E-Mail-Adresse konnte ich verifizieren. Das hat wirklich ein bisschen gedauert. Das hat jetzt aber geklappt und ich bin jetzt hier tatsächlich schon in Mastodon drin. Das ist jetzt natürlich erstmal total lost. Also normalerweise erhält man hier erstmal Infos in so einem sozialen Netzwerk. Das ist hier jetzt erstmal nicht der Fall. Hier hast du halt wirklich überhaupt keine Ahnung, was hier überhaupt läuft. Und das ist natürlich wirklich ein bisschen fatal. Wir können da wirklich noch besser werden, dass wir die Leute oder dich auch besser abholen, dass du sofort weißt, worum es hier überhaupt geht. Hier kannst du jetzt dein Profil personalisieren, das empfehle ich dir auch. Mach wirklich dein Profil rein, personalisiere deine Startseite. Hier kannst du jetzt zum Beispiel schon mal ein paar Accounts folgen. Ist lieb ist zum Beispiel ganz nett, Digital Courage, den Chaos Computer Club, der Taz, Frag den Staat oder Cookets Blog und so weiter. Das sind jetzt hier einfach ein paar Vorschläge. Ich könnte jetzt aber auch mal nach meinem Account suchen, Leo. Da sollte ich mich ja jetzt dann schon finden. Da bin ich zum Beispiel. Das ist jetzt hier mein richtiger Account, das ist mein Space Fund Account. Den könnte ich auch noch, also mein PeerTube-Account, den könnte ich auch noch folgen. Das sind jetzt halt wirklich die Accounts, die es dann gibt. Und deswegen sage ich dir hier, mach dir nicht überall Accounts, weil sonst sieht man hier tausende Leos und man weiß überhaupt nicht, welche das jetzt ist. Also hier über die Startseite, da sehe ich jetzt eigentlich erstmal nichts. Da passiert jetzt halt wirklich noch nicht viel. Jetzt mache ich einen Refresh und dann sehe ich schon mal die Accounts, die ich jetzt hier gefolgt habe. Also ist lieb, der hat schon ein bisschen was gepostet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, jetzt hier über Entdecken, hier nach bestimmten Themen Sachen zu suchen. Ich suche jetzt mal Linux zum Beispiel. Und da kann ich jetzt halt hier Profile finden, die jetzt halt relativ viel, also die jetzt erstmal Linux irgendwie im Namen oder in der Beschreibung haben. Dann gibt es hier das Hashtag Linux, das kann ich auch auswählen. Und ich könnte jetzt hier auch diesem Hashtag folgen. Da ist natürlich teilweise relativ viel los. Das musst du dann halt gucken. Du kannst es auch so machen, dass du jetzt zum Beispiel den Hashtag mal eine Zeit lang folgst, dir hier diese Accounts dann raussuchst, die dir gefallen. Der schreibt jetzt hier irgendwas, glaube ich, in Chinesisch, da kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel ST-Devil, das ist auch noch ein Account, den empfehle ich dir. Dann kannst du hier einfach drauf folgen. Sag jetzt hier folgen, dann habe ich den schon gefolgt. Und nachher kannst du dann diesen Hashtag zum Beispiel auch wieder entfolgen. Du kannst dir auch zum Beispiel hier einzelne Beiträge als Lesezeichen setzen, wenn du es später nochmal angucken willst. Das mache ich auch häufig. Und dann finde ich die nachher hier in dem Bereich Lesezeichen. Und so kannst du dir nach und nach deinen Feed sozusagen aufbauen. Du kannst hier zum Beispiel bei Live-Feeds auch diese Feeds angucken, die jetzt zum Beispiel hier durch diesen Server gehen. Live-Feeds dieser Server, das sind wirklich halt nur Menschen, die auf diesem Server unterwegs sind, also auf dieser Instanz tröd.café, und die posten hier halt in ihrer lokalen Timeline, hieß das früher und so würde ich das auch bezeichnen, posten die halt hier ihre Sachen. Und da kannst du dann auch, wenn dir jetzt irgendeiner gefällt, hier, der hatte zum Beispiel nicht vermietbar, kenne ich jetzt nicht, 55 Follower folge ich mal, weil der so schöne Chilis hat. Und den kann ich natürlich auch wieder entfolgen, wenn der mich nervt. Nachher dann sage ich einfach wieder entfolgen. Und hier sehe ich aber auch diesen anderen Feed noch, externe Server, also externe Server und alle Server. Das ist jetzt irgendwann mal angepasst worden. Hier, das flackert hier so ein bisschen, weil da so viel durchgeht. Also da brauchst du gar nicht drauf zu gucken, das sind die neuesten öffentlichen Beiträge. Weil da müsstest du jetzt hier dann mal irgendwie anhalten. Nur Beiträge mit Medien könnte ich auch noch auswählen, weil sonst kommst du da gar nicht durch, überhaupt irgendjemandem zu folgen. Da geht natürlich so viel durch. Also das sind allerdings auch nur Beiträge von Personen, die Menschen, die auf diesem Server, also auf Tröd-Café sind, folgen. Also wenn jetzt hier irgendeine Person, ich sage jetzt nochmal dieser Server, wenn jetzt zum Beispiel der Holger hier irgendwem anderen auf einem anderen Server folgt, dann sind diese Beiträge hier auf dieser Instanz natürlich sichtbar. Und deswegen sind die dann hier unter externe Server oder alle Server auch mit aufgeführt. Das ist nicht das gesamte Fediverse, das ist auch so ein Trugschluss, den viele Menschen haben. Deswegen wählen viele Menschen halt Instanzen, wo sehr viel los ist, denn dann passiert hier schon mal sehr viel und der Server kennt halt schon sehr, sehr viele Leute. Und wenn ich dann nach Beiträgen suche, zum Beispiel Linux, dann finde ich hier schon mal sehr, sehr viele Beiträge, weil zum Beispiel hier auf dem Server außer mir bestimmt schon jemand anderes unterwegs ist,
der zum Beispiel Leo folgt, und Leo postet ja sehr viel über Linux. Und deswegen finde ich Leo jetzt hier, also mein Account, auch hier auf diesem Server. Nur so funktioniert das, und so kann man sich halt seine eigene Timeline mit den föderierten Accounts halt aufbauen. Wenn du jetzt ein Konto hast, was hier noch nicht bekannt ist, weil hier folgt noch niemand diesem Konto oder es ist einfach unbekannt für diese Instanz, dann kannst du natürlich in die Suche hier auch direkt Leo und dann Social, also den gesamten Fediverse Account-Namen angeben, social.anoxinon.de eingeben. Und dann findest du direkt hier meinen Account. Also wenn du das kennst, dann findest du das natürlich sofort. Also du musst einfach wirklich da auch nur diesen Account-Namen, der ist eigentlich so ähnlich aufgebaut wie eine E-Mail-Adresse, davor leo@social.anoxinon.de, und so findest du die Person dann entsprechend auch. Und mit dieser Methode hast du dann relativ schnell dir auch deine eigene Timeline tatsächlich aufgebaut. Denn standardmäßig hilft dir jetzt zum Beispiel Mastodon nicht, da wirklich aktiv zu werden. Es zeigt dir erstmal wenig oder keine Beiträge an, schlägt dir nur sehr wenige Konten vor, denen du folgen kannst. Also du hast als allererstes mal eine leere Timeline und musst dir dann mühsam, also eigentlich nicht so mühsam, wenn du ja jetzt gesehen hast, wie es geht, diese Timeline nach und nach für dich aufbauen. Und so kannst du selber Teil vom Fediverse sein. Ich würde mich freuen, dich hier im Fediverse bei uns begrüßen zu dürfen. Es wäre wirklich toll, dass wir auch über diesen Kanal miteinander kommunizieren können. Schreib mir gerne, meine Adresse im Fediverse hast du jetzt bereits gesehen, @leo@social.anoxinon.de. Dort findest du mich und kannst mich direkt auch im Fediverse anschreiben. Ansonsten, falls du Fragen hast, dann schreib mir wie üblich in den Kommentaren oder auf unserer Community hier auf spacefun.ch. Klick auf Community und du bist sofort bei uns dabei. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!